Willkommen zurück bei Time Out Racing. Und wenn du neu bei uns bist, wir zeigen dir die Dakar, wie du sie am Fernsehen nicht zu sehen bekommst. Wir verlassen Al-Duwadimi und fahren Richtung Riyadh. Die meisten Service-LKWs sind schon weg. Es ist jetzt 9 Uhr und wir sind auch fahrbereit. Kurzer Update noch zum Peugeot. Der lief heute Morgen. Sie sind dann nochmals zurückgekommen wegen Zündaussetzer. Es wurde noch etwas angepasst und dann wieder auf Strecke. Also wir drücken Adi und Ernst den Daumen, dass es klappt und wir fahren jetzt nach Riyadh. Auf dem Weg nach Riyadh haben wir den LKW gesehen, dass der hier vor einer schönen Felsformation steht. Da haben wir gedacht, fahren wir auch hin. Und man steht hier und dann kommt irgendein Lokaler und bietet uns wieder Tee und Dattel an. Also es ist unglaublich, die Gastfreundschaft hier in Saudi-Arabien. Sieht man das von der Straße? Habt ihr uns gesehen? Ja. Nescafé? Also, da gibt es arabischen Kaffee, kein Tee, sondern arabischer Kaffee. Ist mit Gewürzen, schmeckt gut, aber nicht nach Kaffee. Hier hat es überall Steine mit Einschlüssen von früher. Jetzt suchen wir da einen schönen Stein. Gleich neben der Hauptstraße. Es ist 17 Uhr, wir sind gut im Camp in Riyadh angekommen. Wir haben noch eine Spritztour durch Riyadh Downtown gemacht. Das war sehr interessant. Extrem viel Verkehr, Stau, wie bei uns zu Hause. Ihr seht hier das Camp in Riyadh. Es hat keinen Sand, herrlich. Ist ein normaler Parkplatz oder ja, er war mal ein Parkplatz und ist angenehm hier wieder mal auf normalem Asphalt zu stehen. Der Tank vom Peugeot, der hat funktioniert, aber leider gibt es andere Probleme. Was, wissen Sie noch nicht, aber der Motor lief dann plötzlich nicht mehr. Das heißt, sie wurden dann ca. 160 Kilometer vom schwarzen Terrano abgeschleppt bis hier nach Riyadh. Wir sind jetzt alle am Arbeiten und suchen nach der Ursache, aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch dieses Problem zusammen meistern. In den vergangenen Jahren war der Rest Day jeweils in Riyadh. Das war dieses Mal in Heil. Doch auch hier hat es viele, sag's mal, VIPs oder Leute. Es werden Interviews vorbereitet. Hier der Nasser, auch mit lokalen Freunden, Gästen und so weiter. Adi, wir sind in Riyadh. Ihr seid nicht ins Ziel gekommen heute. Was ist passiert? Also der Motor, wir haben gestern abends noch einen neuen Tank organisiert. Diejenigen, die unsere Videos schauen, haben das gesehen.
und heute in der Früh ist dann der Motor nicht mehr richtig gelaufen. Der ist nur noch auf 5 Zylinder gelaufen und wir sind dann in den Vorstart wieder zurück ins Camp und haben dann nochmal versucht, irgendwo was nachzusehen. Aber wir sind dann trotzdem, haben wir gedacht, vielleicht reißt es uns irgendwo, dass ein Dreck in der Einspritzdüse drin ist, dass uns den durchreißt, dass das vielleicht die Ursache ist. Wir sind in die Stage reingefahren, waren dann vielleicht 15 Kilometer in der Stage drinnen und dann haben wir einfach gemerkt, wir haben keine Kraft oder zu wenig Kraft, dass wir da durchkommen. Und dann haben wir die Sache abgebrochen und so. Und dann hat unser Camion Ballet hat uns dann wieder auf die Straße zurückgezogen. Ja, jetzt stehen wir halt da, müssen wir halt die Ursache mal finden und mal schauen, wo das tatsächliche Problem ist. Müssen wir schauen, wo das tatsächliche Problem ist. Und ich hoffe, dass wir wirklich nur ein Zündungsproblem haben oder eine Einspritzdüse irgendwo verstopft ist und nicht. Worst Case wäre natürlich irgendwo, dass ein Ventil durchgebrannt ist oder Kolben durchgebrannt ist. Weil wir haben gestern auch schon immer Probleme gehabt, eben von dem Tag zuvor, wo wir den Tank versucht haben zu reparieren, dass Wasserteile drinnen waren, dass vielleicht eben mit dem Wasser irgendwo dass wir da was verbrannt haben, das zu heiß geworden ist. Habt ihr schon einen Anhaltspunkt oder ist noch Analyse? Im Moment noch nicht. Jetzt haben wir, weil wir einen schwachen Zündfunken gehabt haben, wir jetzt einmal die Zündspule noch ausgetauscht. Einfach mal prophylaktisch. Ja. Und schauen wir weiter. Jetzt schauen wir mal, was Sache ist. Wie gesagt, jetzt ist Ursachenforschung angesagt und wir müssen einen Fehler finden und dann können wir dann dementsprechend dann entgegensteuern und dann das reparieren und morgen dann hoffentlich wieder weiterfahren. 5. Was? 5, 3, 2, 4. Dann ist das der dritte, dann ist das der zweite und dann ist das der vierte. Jetzt pass auf. Ja, mach die alle ab, dann stecken wir es alle nochmal sauber rein. Weil dann Die Kammern sind ja zum Glück beschriftet. ja, dann können wir uns auch die Pole und die Kappen noch einmal drin anschauen. Bei unseren Nachbarn und Freunden von Technosport wird ein Motor vermutlich getauscht. Die Zuteilung des Platzes hier in Riyadh ist nicht wie bei den anderen Camps, das ist hier anders. Das heißt, wir haben auch neue Nachbarn und man findet sich nicht mehr so einfach, aber es gibt einen Plan, wo man runterladen kann und dann sieht man, wer wo ist. Aber ist ungewohnt, man hat sich daran gewöhnt, in Reihe 4 ist der, in Reihe 6 ist der und hier in Riyadh ist es ein bisschen anders. Bei den Audis wieder alle 4 am Start. Das heißt, das Problem von gestern konnte gelöst werden. Wow, das war jetzt wieder sehr spannend. Der Teammanager von diesem Team hat mich angesprochen, weil er mich von den Videos kannte und hat mir vieles erklärt. Also hier wird jetzt gerade aktuell das Getriebe
herunter oder ausgebaut und geprüft, weil es Probleme gibt im dritten Gang. Ist ein Team mit 6 Personen, sind mit dem Ranking aktuell zufrieden, aber fahren nicht auf Kampf. Das heißt, das Auto wird auch geschont und man fährt auch aus Spaß. Für diese Arbeiten wurden auch noch externe Mechaniker von Redline angefragt. Und das ist der Mechaniker, welcher bei Markus Walker im Team engagiert war. Der hat jetzt keine Arbeit mehr und hat jetzt hier, oder wird hier aushelfen. Ja gut, aber dann wird auf die Wehen hat er bloß noch 2. Ja, nein, das ist ja das. Aber wie gesagt, wir wissen ja schon seit in der Früh, dass das die eine Zylinder ist, wo hackelt. Dann geht doch mal rüber zur Techniksport. Ich kenne die Jungs nicht. Ja, ja. Frag nach einem Kompressionsmesser. Du kannst Italienisch. Ja, nicht? nee. Ein Kompressionsdruckprüfung gerät. Mittlerweile ist es 19 Uhr. Der Motor bei Technosport ist ausgebaut. Aber jetzt doofe Frage, Sprit ist genug drin oder was? Ja, es geht nass auch. Der ist so nass. Gut. Ja. Was testest du jetzt? Ob die Ob wir einen sauberen Zündfunken haben. Gut, starte mal. Und das machst du Kerze für Kerze. Genau, also wir haben jetzt alle 6 Kerzen durchgeguckt, ob erstmal von der Zündspule her genug Bums kommt. Wenn man so sagen darf. Kurz nach 19 Uhr bei dem Male-Moto-Fahrer sind vermutlich so ein Drittel ist angekommen. Ich sehe das Bike von Mike. Aber sonst hat es noch viele leere Plätze. Wie ich schon erwähnt habe in einem anderen Video, die Male-Moto-Kategorie steht zusammen an einem separaten Ort. Vorne hat es für jeden Fahrer einen Platz mit seiner roten Kiste und seiner Startnummer. Und hinten sind dann die Zelte. Hier gibt es Auflademöglichkeiten für den Airbag, damit die Powerbanks aufgeladen werden können. Grande. Perfetto, l'altra GoPro non me l'ha lasciata nessuno, ho solo questa oggi. Davvero? Sì, non avevo altre GoPro, Okay. quindi in caso dopo se... Welcome back, Manuel, in the camp in Thanks. Riyadh. So, how was the last 2 days for you on the stage? Well, first of all, I'm still wondering whenever will there be heat in this Dakar because I'm tired of being cold. Yesterday was actually a very tough day for me. I had a big crash. I flipped over twice the bike. I landed on my head. I think also banged my nose. And then since the crash, I felt really dizzy the whole rest of the stage. Just made it to the finish and I was feeling so sick, so didn't do anything yesterday night on the bike, just went in the tent immediately and tried to get a bit warm. Luckily I had a good
night's sleep. Today I just focused on finding a rhythm where I wasn't risking and just feeling relaxed. In fact, today I feel very good. I don't feel tired because I didn't push, and the goal for most of us is to finish. So now I'm trying, to focus on that, and if people overtake me or I overtake people, it doesn't really matter. And what about the bike? Still? The bike, I was a bit worried because yesterday I didn't service it, but it did the job today. Now I need to do a big service on it. It's already like 7 something p.m. So my plan is to do it immediately because I want to be able, maximum by 10 p.m., 11, go to sleep. Thank you for your time and have a good stage tomorrow. Thank you. Stage 8 vorbei, war ziemlich ein langer Tag, haben 130 Kilometer Anreise gehabt. Es war verdammt kalt, sie haben ein Feuer gemacht vor Ort, aber es war sehr kalt. Wir sind sehr früh gestartet, um 7:33 Uhr war meine Startzeit. Bin mit der Regenjacke drunter gefahren und habe die Ärmel angelassen. Habe mir am Anfang ganz ehrlich gesagt nicht wirklich wohlgefühlt auf dem Bike, keine Ahnung wieso. Mein Gott, jeder hat einmal einen schlechten Tag. Bin bis zur zweiten Neutralisation bin ich mit dem Dumontier gemeinsam gefahren, habe mich ziehen lassen, weil ich mir gedacht habe, okay, nein, ich muss da jetzt nicht irgendwie was pushen, weil er ist an der Gesamtwertung eine Dreiviertelstunde hinter mir. Habe ich mir gedacht, okay, hey, selbst wenn ich mit ihm zusammen durchs Ziel fahre, verliere ich nur 2 Minuten, sage ich mal. Bei der Neutralisation dann ist mir danach eigentlich relativ gut gegangen. Habe dann pushen können, habe mich überholt und bin weggefahren und habe ihn dann um 45 Sekunden abgehängt. Sprich, ich habe ihm von der letzten Neutralisation bis zum Ziel knapp 3 Minuten gegeben, also was schon sehr cool war. Es war eigentlich wieder alles dabei, es waren sehr viele Flussdurchfahrten dabei, es war sehr steinig die meiste Zeit, richtig flott, also es war verdammt schnell, es waren 483 Kilometer Sonderprüfung. Wir haben ungefähr einen Schnitt gehabt von 105 bis 110 km/h, also es war schon verdammt schnell. Ja. Alles in allem hat Spaß gemacht, bin froh, dass ich heil da bin. Ich bin gesamt 14. geworden und in der Rallye 2 glaube ich 4. oder 5. Bin jetzt gesamt eine halbe Stunde hinten in der Rallye 2 und insgesamt bin ich jetzt auf Platz 9, weil der Pablo Quintanilla ist leider gestürzt und der Lorenzo Santolino hat leider ein Problem gehabt mit seiner Shelco, der hat über eine Stunde verloren. Also von dem her, jetzt sind noch 4 Tage. Morgen ist wieder richtig früh zum Aufstehen, um 4:55 Uhr startet der erste. Also es würde wieder sehr kalt werden. Wir sind jetzt da in Riyadh, aber wird trotzdem natürlich sehr kalt werden, weil der erste startet bereits um 7 Uhr in der Früh. Wir haben über 350 Kilometer und sie erwarten, dass der erste Fahrer um 10 Uhr wieder da ist im Fahrerlager oder um 10:30 Uhr. Also es wird wieder sehr, sehr flott werden mit wenig Dünen. Aber danach geht es dann runter ins Empty Quarter. Dann wird es warm hoffentlich. Ja, dann wird es hoffentlich warm. Es ist schon echt kalt, also wenn man sich denkt, also, dass ich von Österreich in die Wüste reise, um jeden Tag wirklich Eisenskälte zu haben. Ja, nicht mehr lang. Wie fühlst du dich sonst körperlich? Doch, ganz gut eigentlich. Wie gesagt, es war heute in der Früh, keine Ahnung, ich war einfach nicht konzentriert, bin nicht wirklich reingekommen. Ja, jeder hat einmal einen schlechten Tag. Wir sitzen seit Anfang des Jahres auf dem Motorrad, also von dem her... Und frieren. Ja, und frieren, muss man einfach so sagen. Vor allem nachdem wir so klitschenass waren, war das wirklich nicht fein. Ich habe zum Glück an Sven mit seinem Bus, der was mir meine Overall wieder getrocknet hat, meine Stiefel getrocknet hat, die Handschuhe getrocknet hat, dass ich bestens vorbereitet wieder da raus kann. Also das hat schon sehr, sehr geholfen. Ja. Viel Erfolg morgen für die Etappe, Tobi. Vielen Dank, wir hören uns morgen. Hier im Camp in Riyadh sind wir auch wieder nur eine Nacht. Das heißt für die Teams, wenn das Auto fertig ist, wird das Zelt bereits wieder abgebaut und teilweise verlassen auch die LKWs schon heute das Camp und fahren zum nächsten Punkt.
Also wenn es nur ein Tag ist, ist alles immer noch zeitgedrängter, als es sonst schon ist. Und die Zahl für die Verlosung der signierten Plaketten für heute ist die 218. Merkt euch für heute die Nummer 218. Eines Tages möchte ich mal so ein Toyota fahren. Wir sind zurück bei Justin. Justin, wie waren die letzten 2 Tage für dich? Erstaunlicherweise habe ich eigentlich nicht viel Spannendes zu erzählen, denn die liefen war ja wirklich unfassbar gut. Was ist gestern gewesen? Eigentlich nichts Spannendes zu erzählen. Gestern lief sehr gut, ich bin gut durchgekommen und hatte zwar ein paar Problemchen in den Dünen gestern, aber vielleicht körperlich, du warst schon ziemlich fertig oben im Norden. Jetzt siehst du absolut fit aus, vital. Stimmt das auch? Fühlst du dich besser? Ich wundere mich ehrlich gesagt auch. Ich habe auch beim Fahren ein bisschen drüber nachgedacht. Bei mir geht es echt gut. Ich glaube, ich richtig Tempo geben können. Ich glaube, das liegt daran, dass ich meine Erkältung auch überwunden habe. Ich kann mir schon vorstellen, dass das letzte Woche schon sein Tribut gezollt hat. Ja, mir geht's wunderbar. Also, ich habe immer noch keinerlei Verletzungen durch Stürze oder sowas. Auch heute zum Beispiel das Motorrad nicht einmal aufheben müssen. Immer heile, immer auf den Rädern geblieben. Und ja, das Schlimmste sind halt nur die Handgelenke immer noch. Also, ich glaube, die werden nicht mehr besser, oder? Das wird, glaube ich, jetzt nichts mehr die nächsten 4 Tage. Also da muss ich jetzt noch hoffen, dass der Physio da irgendwas retten kann. Nach gestern war es schon besser, aber heute hatten wir, ich glaube, was hatten wir morgens? 150 Kilometer oder 130, enger und in der 480 Etappe. Also was soll denn da? Es wird alles durchgeschüttet, da wird nichts mehr besser. Nee. Im Empty Quarter kommen dann die Dünen. Liegt dir das Fahren im Sand oder magst du eher die Steine? Ich freue mich extrem auf den Sand. Die Steine kann ich nicht so gut. Das waren auch die Tage, wo ich immer in die Dunkelheit gekommen bin. Weil einfach zum Beispiel, es gibt ja Rallye du Maroc als Quali-Rennen und die Abu Dhabi Desert Challenge. Und Rallye du Maroc habe ich nie gemacht, aber dafür zweimal die Abu Dhabi Desert Challenge, die eben auch im Empty Quarter stattfindet. Da sind wir zum Beispiel auch mal parallel zur Saudi-Grenze gefahren, also wo ich am Zaun lang. Das heißt, also einmal über den Zaun rüber und ich glaube, da fühle ich mich recht wohl. Ich freue mich, heute hatten wir schon die letzten 30 Kilometer ein paar Dünen und ich muss sagen, wenn die Dünen immer so sind, dann bin ich im Paradies die nächsten paar Tage. Ein Zuschauer hat noch gefragt, was ihr an Werkzeug dabei auf dem Motorrad habt. Also eigentlich das Wichtigste ist 8er, 10er, 13er Nuss, Gabel und Ringschlüssel. Damit kann man bei der KTM die Hälfte zerlegen. Zündkerzenschlüssel, 32er für die Achsen. Ein 19er für den für den Schwingbolzen. Der ist speziell, den braucht man manchmal. Der Mike hat, glaube ich, gestern oder vorgestern ist ihm die Schwinge auch oder Schwingbolzen kaputt gegangen. Falls man da jetzt einmal unterwegs ein Motorrad findet, was dann kaputt ist, weil der Fahrer gestürzt ist oder Motorschaden hat, um sich da beispielsweise einen Schwingbolzen zu klauen oder den irgendwie festzuziehen, wenn die Mutter sich löst, halt dann 19er. Ansonsten ja, Multitool als Zange genutzt. Ja, da ist schon noch ein bisschen mehr drin, aber ich sag mal, das ist es im Groben und Ganzen. Ja. Zündkerze und sowas. Hey, ich hoffe, der Erfolg, der geht die nächsten Tage weiter. Ich wünsche dir viel Erfolg auf den nächsten Etappen. Vielen, vielen Dank. Es ist 20 vor 8. Es wird immer noch fleißig gearbeitet am Peugeot. Das Ziel ist, dass der morgen wieder starten kann und alle helfen mit. Viele kreative Ideen, aber aktuell noch nicht am Ziel.
weil die alt ist. Dass die vielleicht. Nicht doch. Naja, keine neue, aber entweder quertauschen. Quasi die zwei waren ja lose, dass man die mal rausnimmt und quasi die andere rein mit und guckt, ob der Fehler irgendwo anders entspringt. Oder was wir vorher schon mal gesagt haben, alle rausnehmen, auf den Kopf drehen, anstecken, starten und gucken, wie er spritzt. Das können wir auch machen. Dass du siehst, wie das Spritzbild ist. Ja. Weil so wie es ja klingt, ich meine, er läuft ja. Die Zeiten sollten jetzt auch Ja, passen. Wir haben vor allem das Kompression. andere ist, du darfst ja nicht gleich Vollgas geben, sondern du musst dir mal kurz einen Luftspalt geben und dann kannst du ihm noch Ach so, also nicht das, was du gerade eben gemacht hast. Nein. Doch! Also was ich sicher sagen kann, es hat immer mehr Leute bei uns im Camp. Jeder hat noch einen Ratschlag. Also kaum einer geht vorbei und schaut nicht zu. J'ai changé pour savoir si la panne elle est toujours au même endroit. Es ist nun 10:15. Es wird immer noch am Peugeot gearbeitet, auch hier am Land Rover wird gearbeitet. Es hat unglaublich viele Leute bei uns, aber das ist kein schlechtes Zeichen. Ich denke, zusammen irgendwie finden wir die Lösung, damit der Peugeot morgen wieder starten kann. Wenn dir das Video gefallen hat, ihr kennt's, liked bitte dieses Video, Kommentare gerne in die Kommentare. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert bitte unseren Kanal. Das war's für heute. Es würde mich freuen, wenn du auch morgen wieder dabei bist bei Time Out Racing. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und bis bald.